schön. Es drüllt. Ich will das ausreden. Heute zeige ich euch mal, wie man einen Nabenumbau auf Kugellager machen kann. Da haben wir jetzt ein wunderbares Beispiel. Der Konus, der ist extrem angefressen. Natürlich kann man die, wenn es fein ist, auch leicht überschleifen. Aber so etwas da ist natürlich sehr extrem. Und jetzt passiert Folgendes. Ich drehe Büchsen, die dann hier in die Aufnahme kommen. Und zwar drehe ich die aus Aluminium. Dann kann man die Aluminiumaufnahmen hier einpressen. Dann gibt es eine Distanzbüchse zwischendrin. Die Achse mache ich auf M12x1. Wo mir der Kunde das Rädchen gebracht hat, habe ich die Achse angeschaut und natürlich musste grinsen. Hat einer mal einen riesen Bastel, bla bla. Also das ist natürlich nicht original, sondern das da, das wäre original, das M10,5x1. Da ist ein riesen Bastel passiert. Die kommt weg natürlich. Der Kunde möchte das jetzt einfach sauber in Ordnung haben, möglichst wartungsfrei. Und da gibt es nur eins, am Sieg bringen und der baut so auf Kugellager um. Also. Ich mache natürlich wieder eine berühmte Siegskizze. Es gibt zwei Büchsen. Die Tiefe hier, die bleibt gleich. 8 mm, glaube ich. Jawohl, 8,1. Durchmesser 28. Dass wir schön einpressen können. Dann müssen wir jetzt das haben. Dann haben wir einmal 11. 3x45 Grad. Durchmesser 34,75. Wir müssen es noch tolerieren. 200 kleiner wenn. Also. Ein Durchmesser 12. Gut. Aluminium. Ja, schön. 1,9. Böhrer. Das können wir aber ruhig grösser machen. 14. Wir haben sicher genug Luft für die Achse. 30. Minus. Nehmen wir noch mal ein bisschen. Das ist eine tolle Sache. Gut, also. Ja, schön satt. Es geht rein. Dass wir schön pressen können. Pressen! Machen wir zuerst die Breite. Und die zweite. Gut. Jetzt müssen wir so schnell geraten. Also, da hätten wir unsere zwei Büchsli und Kugellager. Da kommt dann so eine Distanzbüchse. Die Distanzbüchse hat einen Sinn, und zwar das Kugellager auf Kugellager. Dass die wirklich, wenn man das Rad anzieht, dass der Druck auch wirklich nur auf dem Innenring ist. Dann nur so kann das frei laufen, oder? Das ist tipptopp. Seht jetzt da, das ist seidefein, perfekt bündig, liegt schön drin hinein. Genau so haben wir uns das vorgestellt. Das sind jetzt unsere neuen Aufnahmen da für das Kugellager, oder? Nicht wahr, nicht? Dann tue ich mal eine Seite, tue ich jetzt mal das Kugellager rein. Wenn man jetzt beim Montieren auf den inneren Lagerring schlägt, dann geht natürlich die ganze Kraft auf die Kugel und auf die Laufbahn und dann sind die Kugellager hinüber. Darum immer etwas nehmen, wie jetzt zum Beispiel eine Nuss. Ihr seht jetzt, das war sehr schön satt. Schön satt heisst, das ist wunderbar, das klemmt schön, aber man bringt es natürlich wieder raus. Die Distanzbüchse müssen wir jetzt ja noch anpassen. Da haben wir jetzt 65,46 minus 8,1, 57,36. Jetzt haben wir 57,4. Also ich mache jetzt die einen Zehntel länger, 57,5. Das ist auch der Grund, wieso dass ich die Lagerring einen Zehntel tiefer gemacht habe. Das heisst, ich gehe ganz sicher, dass ich auf den Innenring drücke, nicht, dass es da zuerst ansteht am Aussenring, oder? Weil sonst haben wir nämlich folgendes Problem: Wenn die Büchse kürzer ist, die Distanzbüchse, dann zieht man das Rädchen an. Das heisst, ich würge Vollgas den Innenring nach innen und somit die Kügel, die da drin sind, auf die Lagerlaufbahn. Das wollen wir unbedingt vermeiden, weil sonst
fährt man nämlich ein paar Kilometer und dann sind die Lager wieder dahin. Also 57,36 haben wir genau einen Abstand. Ich mache 57,5. 4 Zehntel auf dieser Seite. Das ist absolut in Ordnung. Wir haben sicher Luft oder eben keine Luft. Wir sind sicher, dass die Büchse jetzt ein Mühe länger ist als der Abstand zwischen den Lagerringen. Weil dann können wir die jetzt nämlich hier machen. Das war smooth. Also die Büchse heben. Jetzt gehen wir an die Achse. Ich mache jetzt hier 12x1 Achse rein. Der Kunde hat jetzt aber gewünscht, dass auf beiden Seiten noch ein Santi länger ist. Also 160 mm. So. Gut, Brille. Der Durchmesser vom Gewinde ist immer ein bisschen kleiner. Jetzt kann man einfach die Gewinde hier drauf würgen, filieren. Mache ich natürlich nicht, sondern ich mache eine saubere Andrehung. Zwar auf besagte 11,8 ungefähr und die Länge 40. Vorne kommt natürlich noch eine Anfassung. Da sieht man jetzt die Seite, die ist wunderbar vorbereitet. Das ist der sogenannte Gewindhinterstich. Einfach, dass das Gewinde einen schönen Auslauf hat. Das ist jetzt auch wieder mein alter Lehrmeister, der Ramon Wallau. Der will mir natürlich links und rechts eins an den Löffel schmieren, wenn er das sieht. Immer schön gäbig Oili an. Dann mache ich das so, dass das Gewinde gerade wird halt einfach am Anfang die Führung. Gebe mit ganz leichtem Druck rein, dann ist es nämlich schön gerade. Dann fahre ich da weg und gebe ihm immer schön ein bisschen Oili. Chromstahl ist halt heikel. Und jetzt merke ich, jetzt habe ich da richtig Druck und dank dem Gewindhinterstich merke ich, jetzt wird es ringer. Dann lassen wir ihn gehen. So, dann können wir das nämlich wieder raustrüllen. Top. Ich würde schnell gerne ein bisschen an Polierscheiben ran. Macht es einfach gerade noch einen Touch feiner. Natürlich absolut übertrieben, aber es ist einfach geil. Es ist einfach geil, oder? So schön, du. So schön. Super. Du. So, jetzt haben wir hier eine affengeile Hurenachse. Passt genau. Hoffentlich. Und dann, man merkt einfach schon beim Stopp, es ist richtig schön satt, es ist richtig geil. Also. Es drüllt. Also, jetzt haben wir noch etwas Letztes. Wenn man jetzt die Ankerplatte natürlich einfach so drauf tut und zusammenzieht, dann klemmt sie da am Rad, das ist klar. Hat es da von vorher noch so eine alte Distanzbüchse, oder? Und genau die passe ich jetzt auf das an. Dass da die Distanz schön stimmt und dass wir da eine Führung haben. Gut. Ui, ist warm. Was wir natürlich auch noch müssen, ist der Innendurchmesser, der ist ja auch zu klein noch. So. Gut. Nicht mehr. Also, jetzt schauen wir mal, wie das so aussieht. Du, schön satt. Sehr gut. Also, die Stunde der Wahrheit. Es ist traumhaft. Es kratzt nicht, es läuft schön. Wunderschön. Wunderschön. Ich will das ausreden. Wichtig, im Chromstahl sehr wichtig. Immer schön schmieren, weil Chromstahl tendiert extrem dazu zum Anfressen. Vor allem, wenn Chromstahl Mutter, Chromstahl Achs, Gewinde, was auch immer. Extrem heikel wegen dem Anfressen, oder? Jetzt mache ich einfach so mal den Test, ob ich da gut geschafft habe, ob es klemmt oder ob es genug Spiel hat. Wenn jetzt die Distanzbüchse nur 1 Zehntel Millimeter zu kurz ist, dann klemmt jetzt dann gerade das Ganze und es dreht nicht mehr. So. Gut, jetzt da, das schleift noch ein bisschen. Das sind aber Bremsbacken. Wenn die Bremsbacken neu sind, kann es sein, dass halt einfach die sind ab und zu sind die ein bisschen zu gross. So gebe ich das Rädchen natürlich nicht ab. 2-3 Mal drüber. Da die Flächen tue ich auch noch schnell ein bisschen abziehen.
So. Was natürlich an so einem Umbau auch ein riesen Vorteil ist, die Lager sind geschlossene Lager, die sind gefettet drin und haben eine Dichtkappe drauf. Somit, wenn das Ganze warm wird, wenn man lange unterwegs ist, wenn es belastet wird, kann das Fett nicht rausfließen. Das heisst, die sind extrem langlebig, die Lager. Es ist einfach lässig, du. Aha, da, der Bremsnoppen, tun wir auch gerade noch, wenn wir es schon auseinander haben, ein bisschen putzen. Seitenfein, machen wir es gerade. Special Tool, gell? Ui. Muss Platz, ich muss einfach mehr Platz haben. Mit dem Schwingmontagetool. Jetzt montieren wir das nochmal. Schön neu gefettet. Es bleibt spannend. Kratzt es, streift oder streift es nicht? Das ist jetzt die Frage. Traumhaft. Streift nicht mehr. Wir haben jetzt hier einen Kugellagerumbau vom Feinsten an einer Sachsen. Der Kunde, der wird sicher zufrieden sein wie verrückt. Und vor allem hat er die nächsten Jahre einfach absolut Ruhe. Radio machen, anziehen, wie ein Berserker. Nicht da Spiel einstellen und Zeug und dann wackelt es wieder und ihr wisst, was ich meine. Also, ihr habt meine E-Mail. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Probleme, die ihr habt bei euren Töffli, wo ihr euch ausbeißt. Schreibt es gerne unten in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail und dann würde ich mich dem auch gerne annehmen natürlich. Es gibt für alles irgendeine Lösung, um es ein bisschen gebrauchsfreundlicher umzubauen, sage ich mal. Also, damit wünsche ich euch eine ganz gute Zeit und bis bald. Ciao zusammen!